Hast du wenig Zeit zum Saxophon üben? Ich zeige dir heute eine 10 Minuten Übesession, mit der du garantiert besser wirst. Beruf, Familie, Alltag. Wer hat als Erwachsener schon Zeit, 3 Stunden am Tag Saxophon zu üben? Ne? Gute Nachricht ist aber, das brauchst du gar nicht. Wenn du diese 10 Minuten Übung fest in deinen Tag integrierst, die ich dir gleich zeigen werde, dann wirst du schnellere Fortschritte machen als die meisten, die ziellos stundenlang herumtröten, irgendwelche Sachen üben und gar nicht weiterkommen. Lass uns direkt loslegen. So, 10 Minuten Übesession, das teilen wir auf in 3 Abschnitte. Der erste Abschnitt, Minute 1 bis 3 ungefähr, da machen wir Long Tones, aber mit Fokus auf verschiedene Sachen. Long Tones kennt ihr alle, ne? Einfach lange Noten spielen in verschiedenen Lagen. Wir kombinieren da ein paar Übungen zusammen, also wir lernen da ein bisschen besseren Sound zu erzeugen. Wir beschäftigen uns bei den Long Tones mit Intonation und außerdem geht es um die Atmung und eben die Luft, ne, wie man richtig stützt und so weiter. Ich habe euch dazu ein kleines Übeblatt gemacht. Ich habe das alles per Hand jetzt geschrieben und das könnt ihr, wenn ihr Lust habt, runterladen. Unten gibt es einen Link. Das ist kostenlos, könnt ihr euch ausdrucken und auf den Notenständer legen und dann habt ihr jeden Tag quasi für die 10 Minuten, die ihr üben wollt, habt ihr da so einen Ablaufplan. Ja? Gut, dann fangen wir mal an. Da stehen ein paar Noten und ihr seht das. Ich habe einfach hier Oktaven geschrieben. Es geht los mit einem G unten, dann geht es hoch, die Oktave, das G oben. Und da könnt ihr schon mal, wenn ihr die 2 Töne spielt, könnt ihr schon mal ein bisschen Intonation machen, könnt eben checken, stimmt der obere Ton, den ich da spiele. Es geht immer darum, dass ihr möglichst locker spielt, also genau wie ihr unten das G spielt, müsst ihr es auch oben spielen. Stellt euch einfach vor, ihr spielt den tiefen Ton nochmal, aber mit Oktavklappe. Und dann kommt meistens auch der richtige Ton raus und ganz gut intoniert. Dann kommt ein D, das gleiche Spiel, und dann nochmal ein H, das H hier, und dann nochmal mit Oktavklappe. Ja? Ich habe dazu geschrieben, ihr sollt die Töne, jeden Ton so lange spielen, bis ihr keine Luft mehr habt. Also wirklich tief einatmen, in den Bauch runter, ne, voll machen und dann ganz entspannt den Ton rausspielen, bis die Luft alle ist. Ja? Eine Pause machen, dann den nächsten Ton. Das dauert eine Weile. Ich werde jetzt die Übung, ich werde die ein bisschen vorspielen, aber ich werde es natürlich abkürzen. Ich mache das jetzt nicht so wie hier. 3 Runden habe ich geschrieben. Erstmal Mezzo Piano, dann Fortissimo und am Schluss noch Pianissimo. Das heißt, ihr spielt so eine mittlere Lautstärke, fangt damit an, macht eine Runde. In der nächsten Runde gebt ihr richtig Gas, macht laute Töne und am Schluss nochmal ganz leise Töne. Ja? Ich werde es jetzt mal machen. Ich werde die ersten 2 Töne werde ich Mezzo Piano spielen, dann das D. Die nächsten 2 Töne mache ich Fortissimo und die letzten 2 mache ich Pianissimo. Ja, mache ich das mal. Ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, auch direkt mitmachen, ne? Okay, das war jetzt eine Abkürzung, ne? Das ist nicht die ganze Übung. Ich habe das nur gemacht, weil es sonst zu lange dauert. Aber die Übung ist eigentlich, ihr spielt diese Reihe von Tönen, spielt ihr durch. Erstmal Mezzo Piano, jeden Ton so lange wie es geht. Dann zweite Runde Fortissimo und letzte Runde Pianissimo. Gerade beim Pianissimo am Schluss ist es sehr schwer, wenn es hoch zum H geht, die Kontrolle zu behalten, also locker zu bleiben, ne? Dass ihr nicht drückt. So, die nächste Übung, die wir machen, Minute 4 bis 6, da geht es um die Finger und um die Technik. Also Übung für die Fingerchen. Das sind ein paar Übungen, aber es ist eigentlich nicht viel und ist sehr effektiv, wenn man es richtig macht. Ja? Ich habe da das Tempo hingeschrieben. Ihr könnt auf jeden Fall mal langsam damit anfangen und euch langsam steigern. Also mit 60, die Viertel in 60 auf dem Metronom einstellen. Und dann könnt ihr es so machen, wenn ihr die Übungen jeden Tag macht, ne, dann steigert ihr jeden Tag ein bisschen mehr. Also am ersten Tag macht ihr vielleicht im Tempo 60, am zweiten Tag macht ihr vielleicht 62 oder 65 und immer ein bisschen schneller. Ne? Und natürlich nach oben hin gibt es keine Grenzen. Es ist eine Technikübung
Je schneller, desto besser. Ja? Aber immer so, dass es genau gespielt ist und dass ihr wirklich die Kontrolle auch habt, ne, über die Finger. Dass es nicht rumholpert. Bei manchen Stellen schneller ist und bei manchen langsamer. Das soll nicht passieren. Also wenn das nicht flüssig funktioniert, dann seid ihr wahrscheinlich zu schnell. Dann müsst ihr ein bisschen zurück, ein bisschen langsamer spielen. Okay, die erste Übung ist eigentlich eine D-Moll-Tonleiter. Ein Stück D-Moll-Tonleiter sind einfach 5 Töne aus D-Moll. Ich spiele es mal vor und ihr seht, das kann man dann einfach wiederholen. Ich habe jetzt 4 Mal hingeschrieben. Das Ganze kann ich dann auch noch eine Oktave höher spielen. Funktioniert auch super. So ein bisschen in verschiedenen Lagen das Ganze üben. Was auch noch gut ist, ist, wenn man die Artikulation oder Phrasierung verändert. Habe ich jetzt nicht hingeschrieben, könnt ihr aber selber machen. Also ihr könnt zum Beispiel erstmal alles binden, was da steht. Gar nicht anstoßen, einfach nur die Finger bewegen. Dann könntet ihr zum Beispiel Vierergruppen binden. Sowas. Oder ihr könntet alles anstoßen, jeden Ton anstoßen, vielleicht sogar kurz anstoßen, so Staccato. Ein bisschen kreativ sein mit diesen Übungen und eben verschiedene Sachen zusammen üben. Ne? Okay, dann haben wir als nächste Übung, haben wir dasselbe nochmal, aber einen halben Ton höher. Also nicht in D-Moll, sondern in S-Moll. Und da haben wir natürlich ein paar richtig blöde Griffe drin. Ne? Da haben wir Ges drin oder ein Fis, ein Gis haben wir drin, also Ass hier. Dann haben wir hier oben das B. Und das B kann man entweder hier vorne spielen oder man kann es an der Seite spielen. Ja? Hier das A mit dem Seiten-B. Das geht auch. Ihr könnt euch so ein bisschen Spaß draus machen und könnt in jeder Runde das quasi anders greifen. Ihr könnt es in der ersten Runde hier oben mit einem Finger spielen. Bei der nächsten Wiederholung spielt ihr das mit dem Seiten-B. Einfach ein bisschen kreativ werden, möglichst viel abwechseln. Ne? Machen wir das auch mal. Das Ganze auch wieder eine Oktave höher spielen. Die nächste Übung, das habe ich im 7/4-Takt aufgeschrieben. Das Gute ist, ihr müsst es nicht als 7/4-Takt zählen oder so. Ne? Es ist einfach nur, damit diese ganze Phrase in einen Takt passt. Deshalb habe ich 7/4 geschrieben. Da geht es um Terzsprünge. Und ja, da gehen wir hoch vom D, springen wir immer Terzen hoch, bis wir irgendwann beim E ankommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Wiederholung eine Oktave höher spielen. Das sind genau dieselben Noten, bloß mit Oktavklappe dazu. Ich mache das mal, ich zeige das mal. Und runter kann man es auch machen, das ist die nächste Zeile. Ja, und wie gesagt, erstmal in einem langsamen Tempo, nehmt euch euer Metronom. 60 ist wirklich super easy, ja. Du, 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 du. Super easy, ja. Wenn du dieses Notenblatt willst, kannst du dir das kostenlos hier unten runterladen. Da ist ein Link in der Beschreibung. Klick da einfach drauf. Dann kannst du es dir ausdrucken, auf einen Notenständer legen und dann kannst du eben jeden Tag so ein bisschen mit dieser Anleitung diese 10 Minuten üben. Ja? Wir hatten gerade die zweite Übung für Minute 4 bis 6. Jetzt kommt die dritte Übung, Minute 7 bis 10. Und das ist die beste Übung, wie ich finde. Da geht es um Improvisation, so eine kurze Expressübung, würde ich mal sagen, nicht lange. Und es geht um Gehörbildung, also Ear Training, ja, so ein bisschen hören lernen. Die Übung ist ganz leicht. Ihr sucht euch ein Playback, was easy to play ist. Ja, vielleicht, ich habe ein paar Stücke zur Auswahl hingeschrieben. Zum Beispiel könnt ihr nehmen Autumn Leaves oder ein Blues oder So What, also ein modales Stück. Beautiful Love ist ein ganz guter Standard. Oder auch irgendeinen Funk-Tune mit nur einem Akkord oder ein paar Akkorden. Findet ihr oft sowas auf YouTube, wenn ihr eingebt Funk Playback oder Funk Backing Track. Da findet sich oft sowas, was cool klingt und was immer nur auf einem Akkord bleibt. Ne? Und dann macht ihr das an, das Ding. Ja? Also ihr lässt es laufen, das Playback.
Am besten Kopfhörer aufsetzen und dann sucht ihr euch erstmal beim Mitspielen, ihr spielt ein bisschen mit, sucht ihr euch die Tonart raus. Ja? Das kann sein, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, je nachdem, ob die Tonart eine komplizierte ist, aber oft sind die Tonarten also sind eigentlich easy und man findet die recht schnell. Wenn ihr zum Beispiel anfangt, ein F zu spielen, ihr hört das Playback, ihr spielt F, G, A oder sowas und es passt nicht, dann wisst ihr, okay, das ist nicht in F oder in C, das ist wahrscheinlich irgendwas mit Kreuzen. Dann könnt ihr mal probieren, Fis G, A zu spielen, wenn das dann besser passt, dann merkt ihr, okay, das ist wahrscheinlich sowas wie G-Dur, D-Dur könnte sein, ne? Sowas. Oder wenn Gis gut passt, dann wisst ihr, ja, das könnte A-Dur sein. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wahrscheinlich bekommt ihr das raus. Bei leichten Stücken ist es schon einfach, das rauszubekommen. Und dann, wenn ihr einen richtigen Standard spielen wollt, zum Beispiel Beautiful Love, dann ist es auch gar nicht schlecht, wenn ihr die Melodie erstmal checkt. Also ihr spielt zum Beispiel am ersten Tag, wenn ihr diese 10 Minuten Überroutine macht, spielt ihr mal die Melodie. Ja? Am zweiten Tag könnt ihr vielleicht mit der Melodie ein bisschen improvisieren. Am dritten Tag macht ihr dann das, was hier auch noch steht. Ja? Also, es geht auch um die Melodie. Wenn ihr nur einen Funk-Tune spielt ohne Melodie, dann könnt ihr direkt drauf losspielen. So, und die Nummer 3, würde ich sagen, ist das Beste. Also ihr spielt einfach eine Impro, ein Solo nach Gehör. Ja? Traut euch, habt keine Angst vor falschen Tönen. Spielt einfach drauf los. Und wenn tatsächlich ein falscher Ton drin ist, dann ist oft eine Lösung, man spielt einen Halbton höher oder einen Halbton tiefer. Und oft passt es dann besser. Ja? Also manchmal ist es so ein kleiner Trick. Ich spiele irgendwas, ich merke, okay, der Ton stimmt nicht, spiele ich einen Halbton höher, stimmt er dann. Ja? Gut, ihr könnt zum Beispiel anfangen mit langen Tönen. Ne? Ihr lasst das Playback laufen, spielt einfach mal einen Ton, guckt mal, wie der passt, dann noch einen Ton. Lasst euch sehr viel Zeit. Ihr könnt natürlich, wenn ihr ein bisschen besser in der Tonart seid, dann könnt ihr eine Pentatonik spielen, entweder Moll- oder Dur-Pentatonik. Und natürlich könnt ihr, wenn ihr die Melodie könnt oder Teile aus der Melodie, könnt ihr die dazu nutzen, ein Solo zu spielen. Ich mache das mal, ich demonstriere das mal kurz. Ich habe hier ein Playback von Ain't No Sunshine. Ne? Jetzt habe ich die Tonart gar nicht parat. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier die klingende Tonart ist oder die für Altsaxophon, werde ich aber gleich rausfinden. Das ist genau jetzt die Situation, die ich euch beschrieben habe. Ne? Ihr wisst eigentlich nicht viel über das Stück, aber mit den Ohren findet ihr raus, welche Tonart das hat. So, ich mache das mal. Ha! Vielleicht habt ihr es gehört. Ich habe jetzt mal extra Noten gespielt, die nicht in diese Tonart passen. Ich habe natürlich sofort die Tonart gecheckt. Ne? Und ich habe bin mal rausgegangen aus der Tonart und habe aber dann einen Halbton daneben gespielt. Und dann hat es wieder gepasst. Ne? Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das könnt ihr alles mal ausprobieren. Ja? Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben, ein Like gebt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt bitte. Ich warte so lange. Das wäre super. Also einfach hier unten auf Abonnieren klicken. Ja, super. Vielen Dank. Danke fürs Abonnieren. Das hilft mir sehr, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, damit mich mehr Leute finden, ne? Damit mehr Leute meine Videos finden auf YouTube. Vielen Dank dafür. Ja? Gut, wenn ihr Lust habt, mit mir Online-Saxophon zu lernen, dann könnt ihr das auf meiner Online-Saxophon-Lernplattform machen. Die heißt saxvideotraining.com. Hier unten ist auch ein Link. Könnt ihr euch kostenlos registrieren und könnt auch so 3 oder 4 kostenlose Kurse besuchen. Kleine Kurse, könnt ihr mal sehen, wie das ist und ob ihr damit lernen könnt und wollt. Ja?
Vielleicht sehen wir uns da auf der Plattform, wäre auf jeden Fall nett und ich würde mich freuen. Ja? Okay, wenn ihr noch mehr Anregungen sucht für Improvisation, vielleicht mit Pentatonik oder so, dann klickt auf das Video hier. Oder, Moment, hier, so. Da zeige ich euch ein bisschen, wie ihr mit einer einfachen Pentatonik improvisieren könnt. Und es klingt ziemlich cool. Man kann damit oft so Pop-Songs oder auch Funklieder, Funk-Tunes kann man spielen. Klingt oft sehr cool und es ist relativ einfach, also sehr effektiv und einfach. Ja, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ja, bis bald im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.